Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute erkläre ich dir eines der wichtigsten Finanzinstrumente überhaupt, nämlich die Anleihe. Was ist eine Anleihe? Stell dir vor, du leihst einem Freund 1000 Euro, ihr vereinbart, dass er dir das Geld in 5 Jahren zurückzahlt und dir jedes Jahr 50 Euro Zinsen gibt. Genauso funktioniert eine Anleihe, nur dass ein Freund in diesem Fall ein Staat, ein Unternehmen oder eine Institution ist. Eine Anleihe ist also nichts anderes als ein Schuldschein. Der Herausgeber der Anleihe, der sogenannte Emittent, leiht sich Geld von Anlegern. Im Gegenzug verpflichtet er sich, dieses Geld zu einem festgelegten Zeitpunkt zurückzuzahlen und während der Laufzeit regelmäßig Zinsen zu zahlen. Jetzt klären wir die grundlegenden Fachbegriffe. Der Nennwert ist der Betrag, den du dem Emittenten leihst. Das ist meist ein runder Betrag wie 1000 Euro. Diesen Betrag bekommst du am Ende der Laufzeit zurück. Der Coupon oder der Zinssatz gibt an, wie viel Zinsen du jährlich erhältst. Bei einem Coupon von 3% und einem Nennwert von 1000 Euro bekommst du jedes Jahr 30 Euro Zinsen ausgezahlt. Die Laufzeit beschreibt, wie lange dein Geld gebunden ist. Es gibt kurzfristige Anleihen mit ein paar Monaten Laufzeit und es gibt Anleihen, die sind 10, 20, 50, 100 Jahre, manchmal auch ohne Laufzeitende gültig. Das Fälligkeitsdatum ist der Tag, an dem du dein geliehenes Geld zurückbekommst. An diesem Tag zahlt der Emittent den Nennwert der Anleihe aus und du bekommst vollständig dein Geld zurück. Wer gibt Anleihen aus und warum? Anleihen werden von 3 Hauptgruppen herausgegeben: Staaten, Unternehmen und Institutionen. Staaten nutzen Anleihen, um ihre Ausgaben zu finanzieren. Deutschland zum Beispiel gibt Bundesanleihen aus, um Infrastrukturprojekte, Schulen oder Krankenhäuser zu finanzieren. Diese Staatsanleihen gelten als sehr sicher, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein stabiler Staat zahlungsunfähig wird, sehr gering ist. Unternehmen geben Unternehmensanleihen aus, um zu wachsen, neue Fabriken zu bauen oder andere Firmen zu kaufen. Statt zur Bank zu gehen oder neue Aktien auszugeben, leihen sich diese Firmen Geld direkt vom Anleger. Institutionen wie Städte, Gemeinden oder internationale Organisationen nutzen ebenfalls Anleihen zur Finanzierung ihrer Projekte. Wie funktioniert der Handel mit Anleihen eigentlich? Du musst eine Anleihe nicht bis zum Ende halten. Anleihen werden an der Börse gehandelt, ähnlich wie Aktien. Das bedeutet, du kannst sie jederzeit verkaufen, wenn du das Geld brauchst. Der Preis einer Anleihe am Markt kann vom Nennwert abweichen. Warum? Stell dir vor, du hast eine Anleihe mit 2% Zinsen gekauft, plötzlich steigen die Marktzinsen auf 4%. Neue Anleihen bieten jetzt also höhere Zinsen. Deine alte Anleihe mit nur 2% wird dadurch weniger attraktiv, also sinkt ihr Preis. Umgekehrt gilt, wenn die Marktzinsen fallen, steigt der Wert deiner bestehenden Anleihe, weil sie höhere Zinsen zahlt als neue Anleihen. Dieser Zusammenhang zwischen Zinsen und Anleihepreis ist fundamental wichtig. Der Wert einer Anleihe kann auch ähnlich wie bei Aktien in Abhängigkeit des wirtschaftlichen Erfolgs steigen oder fallen. Aber in der Regel sind die Schwankungen nicht so stark wie bei Aktien. Warum in Anleihen investieren? Anleihen bieten mehrere Vorteile. Zum einen liefern sie planbare Einnahmen. Du weißt genau, wann du wie viel Geld bekommst. Das ist besonders für konservative oder risikoscheue Anleger attraktiv. Weiterhin sorgen Anleihen für Diversifikation in deinem Portfolio. Sie entwickeln sich oft anders als Aktien und können in Krisenzeiten stabilisierend wirken. Zudem bieten sie Kapitalerhalt. Bei sicheren Anleihen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dein eingesetztes Kapital auch zurückbekommst. Welche Risiken gibt es? Auch wenn Anleihen sicherer als Aktien sein mögen, sind sie nicht risikofrei. Das Ausfallrisiko beschreibt die Gefahr, dass der Emittent insolvent wird und dein Geld nicht zurückzahlen kann. Bei deutschen Staatsanleihen zum Beispiel ist dieses Risiko minimal. Bei Anleihen kleiner Unternehmen oder instabiler Staaten kann es deutlich höher sein. Das Zinsänderungsrisiko haben wir bereits besprochen. Wenn die Zinsen steigen, verliert deine Anleihe an Wert, zumindest wenn du sie vor Fälligkeit verkaufen möchtest. Denn zur Fälligkeit bekommst du garantiert den vollen Betrag ausgezahlt. Das Inflationsrisiko bedeutet, dass die Kaufkraft deiner Zinszahlungen durch Inflation sinken kann. Wenn du 3% Zinsen bekommst, aber die Inflation 4% beträgt, dann verlierst du real Geld. Fazit: Anleihen sind ein grundlegendes Finanzinstrument, das dir als Anleger ermöglicht, Geld gegen feste Zinszahlungen zu verleihen. Sie sind weniger volatil als Aktien, bieten dafür aber in der Regel auch niedrige Renditen. Ob Anleihen für dich sinnvoll sind, hängt von deinen Zielen, deinem Zeithorizont und deiner Risikobereitschaft ab. In einem ausgewogenen Portfolio spielen sie jedoch oft eine wichtige Rolle.